Was viele aus einem Süßwasseraquarium gut kennen, ist in der Welt des Meerwassers oftmals eine gigantische Herausforderung, und zwar das Züchten von Fischen. Heute soll es mal darum gehen, wie man es schafft, erfolgreich kleine Baby-Nemos zu Hause nachzuziehen. Anemonenfische gehören hier zu den leider doch wenigen Arten im Meerwasseraquarium, bei denen das unter Berücksichtigung einiger Punkte sehr gut gelingen kann. Und auf was man hier besonders achten sollte, erfährst du in diesem Video. Naydrop. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um Tobis Babys. Yeah. Und zwar gibt es Clownfisch-Nachzuchten und wir wollen uns die Thematik mal genauer anschauen, wie man Clownfische vermehrt, auf was ich achten muss, wie ich die Kleinen groß bekomme und vor allem, wie ich sie aus dem Becken kriege. Ja, weil ich glaube, das ist nicht so leicht. Man kennt das ja, Clownfische legen ein Nest an eine Anemone dran. Ja. Die Eier sind erstmal gut sichtbar, glaube ich. Quietsch-orange, wenn sie gelegt werden. Es hält aber nur maximal 2 Tage. Dann fangen sich die kleinen Babys schon an zu entwickeln. Und dann nach und nach sieht man dann richtige große silberne Augen dann in dem Ei. Und kurz bevor sie schlüpfen, sind sie dann eigentlich auch wirklich extrem sichtbar. Also da siehst du schon, was da jetzt rauskommt. Das ist zwar nur eine Larve in dem Moment, also das ist kein fertiger Fisch, aber man kriegt schon so eine Ahnung. Wie kann ich mir das vorstellen? Die schlüpfen dann sind die ja erstmal an der Anemone dran, denke ich mal, mit den Elterntieren. Die schwimmen sofort weg. Die schwimmen sofort weg. Also das ist ein bisschen tricky. Im Endeffekt, man macht alles dunkel, den ganzen Raum. Also es darf wirklich kein Licht hier drin sein. Okay. Was bei mir natürlich super doof ist, ich kann kein Fernsehen gucken. Ich hock dann abends 3 Stunden bei mir drüben im Schlafzimmer und warte, bis hier was passiert. Alter. Eine halbe Stunde nachdem das Licht ausgeht, ungefähr geht es normalerweise los. Da habe ich jetzt das Licht ausgelassen, weil das ist ja jetzt schon das zweite Mal, dass ich es probiert habe. Beim ersten Mal war ich nicht so erfolgreich. Ja, okay, aber beim zweiten Mal habe ich dann halt wirklich das Licht komplett ausgelassen, eine halbe Stunde lang. Und dann holt man sich eine Taschenlampe. Ich hatte in dem Fall eigentlich ein Feuerzeug mit einer Taschenlampe drin. Warum hast du nicht dein Handy genommen? Weil ich das ja fest am Aquarium machen muss. Also so, ich kann mich nicht hinstellen und warten. Quasi. Es dauert. Die schwimmen nicht sofort aufs Licht zu. Das heißt, nach der halben Stunde packst du das Licht in die Ecke vom Aquarium. Es darf nicht zu viel sein. Also wenn der ganze Boden ausgeleuchtet wird oder wenn sogar die Eier angeleuchtet werden, schlüpfen die nicht. Das heißt, du brauchst einen ganz feinen Lichtstrahl, der da reingeht. Und dann dauert es nochmal eine halbe Stunde und dann zuppeln sie dann den Lichtstrahl praktisch nach oben zum Licht hin. Und wenn sie dann oben an der Wasseroberfläche sind, kannst du sie mit dem Becher einfach ganz vorsichtig abschöpfen. Imitierst du das Mondlicht oder? Sozusagen, ja. Echt? Also die sind wirklich wie Motten. Also die werden von dem Licht angezogen. Das Lustige ist, ich habe sogar einen Kardinalsfrosch gefunden den ersten Abend, weil der ist auch zu dem Licht hingeschwommen tatsächlich. Ein Baby-Kardinalsfrosch, ja. Ich habe mir gedacht, was ist das denn? Die schlüpfen quasi in der absoluten Dunkelheit mit einer kleinen Lichtquelle, an die sie dann heranschwimmen. Du kannst sie absaugen. Okay. Du hast ja jetzt immer noch Eier drin, beziehungsweise wieder. Also die haben wieder gelegt. Ja. Wie genau ist denn die Brutpflege? Also man sieht das schon immer, die gehen ganz nah mit dem Mund auch ran und da sortieren die praktisch schon aus, wenn es jetzt schlechte Eier geben würde. Die halten das schon gut sauber und mit den Flossen tun sie dann immer schön Frischwasser zufächeln. Okay, also die machen das alles von selbst. Also ja. Du musst nicht irgendwie das Ganze separieren oder so, sondern sobald da einer hinkommt, der kriegt auch sofort die Backen voll wahrscheinlich. Ja, ne? Vollgas. Und ich meine, die sind ja eh auch durch die Anemone geschützt. Die legen die Eier wirklich immer sehr nah an die Mone, also bei mir zumindest. Und da geht sowieso kaum einer hin. Also auch keine Krabben oder sowas, die dann da Schabernack machen? Ich habe zwar Garnelen, die sind praktisch die Nachbarn von den Clownfischen, aber da traut sich keiner hin. Okay, okay. Also gar keiner. Ich habe auch gedacht, dass die Schnecken vielleicht mal drüber gehen, aber die werden wirklich aggressiv. Also die räumen alles weg, was da hinkommt. Also auch die großen Kegelfechter, die werden so lange mit Wasser beschossen, mit der Schwanzflosse, bis sie dann einfach wieder Leine ziehen, weil sie keinen Bock haben, da zu bleiben. Diese Zahnbürste ist der absolute Endgegner für mein Clownfischweibchen.
Sie hat wirklich, Alter, also sie hat wirklich mega den Hass auf diese Zahnbürste und ich weiß nicht wieso. Also sie wird wirklich Ja, das richtig Netz aggro. wird verteidigt und zwar vollkommen zu Recht. Aber nur die Zahnbürste, alles andere wird nicht. Also sie geht Das hab halt ich noch nie wirklich, gesehen. sie geht auch wirklich weit wie weit sie auch von ihrer Anemone weggeht, nur um diese Zahnbürste anzugreifen. Das ist schon verrückt. Also putzen ist schwer. Ja, also ich habe das auch erst beim Putzen zufällig gemerkt. Krass. Okay, wir wollen dich nicht weiter stressen. Tut mir leid. In deiner Küche haben wir dieses kleine, süße Becken. Ja, kleine 5-Liter-Pfütze oder was da drin sind. Das ist wirklich ganz klein. Das ist sozusagen die Kinderstube für die Clownfisch-Babys. Die sind da jetzt von Tag 1 an eigentlich drin. 10 Tage müssten sie jetzt eigentlich alt sein. Vielleicht sogar auch schon 11. Jetzt sehen sie tatsächlich auch schon aus wie kleine Clownfische. Vorher waren es ja nur die Larven. So 2, 3 Millimeter, so ganz, ganz kleine, unscheinbare Würmchen. 40, 50 Stück haben wir noch drin. Wie viel waren am Anfang da? Also wie viel hast du rausgefischt? Oh, lass mich lügen, es waren bestimmt fast 100, 150. Es waren schon sehr viele. Ich habe auch eine Liste gemacht, wie die Sterberate so war. Ich meine, am Anfang sterben sowieso mal sehr viele eigentlich. Aber ich hatte das Problem, dass ich einen Tag lang kein Futter hatte, weil ich die Artemia-Eier zu kalt gestellt habe. Und da ist dann natürlich nichts geschlüpft innerhalb von 24 Stunden. Die haben sich dann halt mehr Zeit gelassen. Und da hatte ich halt in der Zeit leider sehr große Verluste. Aber ich bin froh, dass ich trotzdem noch so viele habe und dass sie sich so gut entwickeln. Wie fütterst du die denn? Ich fütter die mit frisch geschlüpften Naupien, also Artemia-Eier, ab ins Salzwasser und dann lässt man die 24 Stunden stehen. Man kann nicht alle Artemia-Eier nehmen, also es gibt verschiedene Größen, kann man kaufen, da muss man ein bisschen drauf achten. Ich habe die kleinste Größe einfach mir dann bestellt und da sind die frisch geschlüpften Larven teilweise halb so groß, nur wie die regulären, die man jetzt im Zooladen normalerweise kauft. Hast du welche da? Können wir mal füttern? Na klar. Schauen wir mal, was ich hier noch so rausfischen kann. Man muss immer ein bisschen darauf achten, dass man entweder keine oder so wenig wie möglich von den Eierschalen mitnimmt. Das sieht auch so aus, ne? Das ist ja recht trüb, als würden die permanent im Futter schwimmen. Ist das richtig? Ja, also ich gebe zusätzlich immer noch ein bisschen Phytoplankton mit rein. Das macht ja auch Sauerstoff letztendlich, wenn das da drin im Licht ist. Die haben auch 24 Stunden Licht. Die haben immer Licht. Ja, also ich habe bei meinem ersten Versuch, das ist ja jetzt der zweite tatsächlich und der ist mir jetzt auch gelungen, habe ich das Licht ausgemacht in der Nacht. Dann habe mich halt gewundert, dass da am nächsten Tag irgendwie so viele tot waren. Mit dem Licht jetzt funktioniert das ganz gut. Erst ab einem gewissen Alter, also wenn sie dann wirklich eine Größe erreicht haben, wo sie nicht mehr permanent fressen, kann man dann langsam anfangen, einen Tag-Nacht-Zyklus einzubauen und sie daran einfach zu gewöhnen. Aber jetzt am Anfang müssen sie halt wirklich permanent fressen und die fressen nur, wenn das Licht an ist. Wie passt du das Futter an? Das sind jetzt Artemien-Eier. Ab wann, sagst du, kann man auch irgendwie vielleicht Lobster-Eier füttern oder halt etwas, was ein bisschen größer ist? Wenn die weiter so wachsen, dann kann ich mir das schon gut vorstellen, dass die in 2 Wochen dann Frostfutter nehmen. Es ist natürlich immer so ein bisschen unterschiedlich. Ich höre ja auch immer bei Kardinalsbarschen, ja, die nehmen von Anfang an Lobster-Eier. Das haben meine noch nie gemacht. Ich denke, das ist auch immer unterschiedlich. Von dem her, ich hoffe, dass die in 2 Wochen Frost nehmen. Jeder, der ein Clownfischpärchen hat, kann an sich auch Nachzucht bekommen, oder? Ja. Aber ich muss dazu sagen, bei mir hat 7 Jahre fast gedauert. 7 Also Jahre? meine Clownfische sind jetzt fast 7 Jahre alt. Erst in dem wirklich großen Becken, wo sie richtig viel Platz haben, haben sie angefangen Eier zu legen. Also das hat wirklich viel auch mit der Größe des Aquariums zu tun. Ich meine, wenn ich sie jetzt wieder in ein kleineres setzen würde, würden sie höchstwahrscheinlich ganz normal weitermachen. Ich meine, mein Weibchen ist auch in der Größe doppelt so groß, innerhalb von einem Monat fast geworden, als da, wo ich sie eingesetzt habe. Also die hat wahrscheinlich dann erst so wirklich Lust und Laune gekriegt, aber jetzt die Babys schlüpfen und 3 Tage später hängt da wieder alles voll. Also jetzt geben sie halt Vollgas, dafür, dass sie 7 Jahre fast gar nichts gemacht haben. Krass, also du hast von 300 Liter auf 600 Liter erweitert. Ja. Ist schon interessant. Also eigentlich sagt man ja, dass man problemlos ein Clownfischpärchen in 300 Litern halten kann. Fand ich eigentlich auch, dadurch, dass die ja sehr ortsbezogen sind. Aber das ist ja eigentlich ein Gegenbeweis dafür dann. Ja, ich weiß halt nicht, ob es jetzt auch nur bei mir so ist. Kann auch sein. Ich meine, das weiß man nicht, aber das ist jetzt meine Erfahrung gewesen, dass sie da halt wirklich auch allein diesen Wachstumsschub, den sie gemacht hat, er ist ja immer noch genauso groß. Weil ich hatte ja keinen
extremen Größenunterschied von den beiden, der ja normalerweise vorhanden ist. Ja. Ich meine, sie haben schon immer geflirtet, man hat schon gesehen, da soll was passieren, aber es ist nichts passiert. Ja, und dann irgendwann schaue ich da rein und denke mir so, hui, heute ist ja aber besonders aggressiv. Aber da waren die Eier schon 5 Tage drin in den Becken, als ich die gefunden habe. Aber dadurch, dass das halt immer so hinter der Anemone so ein bisschen ist, sehe ich das halt auch nicht. Ich check auch natürlich nicht jeden Tag den Stein ab, ob da gerade irgendwas dran klebt, weil die haben in 7 Jahren keine Eier gelegt. Verständlich, ja, klar. Aber ja, das ist jetzt meine Erfahrung gewesen mit der Größe des Beckens, dass das einfach Klick gemacht hat und dann ging es los. Geil. Wie ist das Becken aufgebaut? Das ist ungefähr das Simpelste der Welt. Ich habe wirklich nur eigentlich einen Luftheber drin, einen Heizstab und eine Lampe. Das war's. Mehr ist da gar nicht drin. Okay. Also, mehr brauchst du auch nicht. Aber man muss halt dazu sagen, ich muss jeden Tag Wasserwechsel machen. Also jeden Tag 50%. Kann einen auch ziemlich nerven. Aber man macht es irgendwie gerne, weil sie ja doch Zucker sind, die Kleinen. Vor allem jetzt, wenn sie halt wirklich anfangen auszusehen wie Clownfische. Sie haben schon ihre Streifen zum Großteil. Ich weiß nicht warum, aber die haben irgendwie so ein Ding mit den Silikonnähten. Die finden sie ziemlich geil. Also da hängen sie die ganze Zeit dran rum. Auch irgendwie alles voll und hier unten, ne? Vielleicht fühlt es sich an wie eine Anemone, ich weiß es nicht. Oder sie mögen halt einfach nur Plastik, ich weiß wirklich nicht. Am Heizstab hinten hängen sie nämlich auch oben an dem Plastikteil dran, finden sie irgendwie gut. Süß. Sehr, sehr, sehr süß. Das Becken, reicht denen das für die nächsten Wochen aus? Ja, okay. Also ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn sie dann, je nachdem was halt überlebt, ich glaube, dass jetzt nicht mehr viel Schwund ist, geht das natürlich irgendwann nicht mehr, weil ich das Wasser halt einfach nicht mehr sauber halten kann. Weil je größer der Fisch wird, desto mehr Dreck produziert er und desto mehr muss man ja auch füttern im Endeffekt. Von dem her dann, wenn sie eine vernünftige Größe haben, ziehen sie dann auch bei mir drüben im Hauptbecken ins Technikbecken ein. Und da kriegen sie dann auch ihre Anemone. Was hast du mit den Kleinen vor? Also ich schaue jetzt natürlich, dass ich sie erstmal groß kriege. Die sind ja jetzt auch noch nicht so alt. Das dauert ja auch noch ein bisschen, bis die so weit sind, dass man sie abgeben kann. Und dann gebe ich sie natürlich auch alle ab. Ich habe ja auch keinen Platz in den Becken. Wenn ich da jetzt wo willst du denn 50 Clownfische hin tun? Ja, nicht nur das, aber selbst wenn ich da jetzt einen mit reinsetze, ich meine, das kennt man ja, wenn da jetzt einer dazukommt, dann machen die den eh platt. Dann war es das. Und das wäre ja schade drum. Deswegen schaue ich jetzt, dass ich sie groß kriege. Die wandern dann immer ins Technikbecken, da kriegen sie ihre eigene Anemone. In der Hoffnung, dass wenn sie dann umziehen, dass sie auch in die Anemone gehen. Weil das ist ja durchaus ein Problem, was viele Aquarianer haben, dass die Clownfische einfach nicht in die Anemone gehen. Die nachgezogenen Clownfische halt. Wildfänge gehen im Normalfall immer an die Anemone ran, da sie das eben auch aus Natura so gelernt haben. Im Regelfall. Aber von Nachzuchten hört man und kennt man das ja immer wieder, dass du da Probleme hast, die Tiere überhaupt daran zu gewöhnen. Ja, die hängen dann einfach in irgendeiner Ecke, wo sie auch dann nachts schlafen. Ja. Das machen sie ja jetzt auch. Jetzt hängen sie ja auch in den Silikonnähten vom Aquarium. Aber dadurch hoffe ich einfach, dass ich das so hinkriege, dass die dann auch weiterhin in Anemonen gehen. Hast du einen Tipp, wenn man jetzt Nachzuchten von Clownfischen kauft? Und ich würde immer empfehlen, Nachzuchten zu kaufen, wie man die dann gezielt an eine Anemone gewöhnt. Es ist schwierig. Meine haben tatsächlich auch ein paar Monate gebraucht, bis sie reingegangen sind. Aber sie sind reingegangen. Also entweder hat man einfach Geduld oder, was ich jetzt online schon oft gesehen habe, dass die das mit einer großen Plastikröhre machen, praktisch mit einem... habe ich auch gesehen, ja. Acrylzylinder zum Beispiel, dass die Fische halt wirklich direkt an die Anemone rangeführt. Und dann aber auch das, glaube ich, ist keine Garantie. Wenn die da keinen Bock drauf haben, dann gehen die da halt auch nicht rein. So bleibt ein Fisch. Macht Wasser real. Wir haben sehr viel gelernt. Ich hoffe, ihr konntet auch aus dem Video was mitnehmen. Danke dir, Tobi. Gerne, gerne. Ich hoffe, dass absolut jeder deiner kleinen Schützlinge überlebt und in ein schönes neues Zuhause kommt. Es ist immer wieder fantastisch, bei dir zu sein. Und ja, schreibt was Nettes in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, natürlich auch gerne an Tobi direkt. Ich verlinke den Instagram-Account unten in der Beschreibung. Und ansonsten habt euch alle wohl und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.